Heute mal eine etwas andere Reaction. Wir schauen uns gemeinsam einen KI-generierten Kurzfilm an. Vollständig. Allerdings mit dem Kniff, dass er von einem Profi gemacht wurde, einem Anime-Profi. Aiden Guo hat das Ganze, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, hat das Ganze erstellt und zwar selbstständig. Es ist ein 5 Minuten Kurzfilm und er hat extra alle Tools, die er verwendet hat, aufgelistet. Jetzt einmal ganz kurz zu Aiden Guo. Er ist Animator gewesen und ist es immer noch. Er hat zum Beispiel bei One Piece mitgewirkt, bei Dandadan mitgewirkt, bei Oshinoko hat er mitgewirkt und so weiter und so fort. Also einige Erfahrungen in echten Anime. Das ist nicht irgendwie ein, oh, da unten ist ein Spoiler, das ist nicht irgendwie jemand, der sich mit der Szene nicht auskennt und dementsprechend ist das hier natürlich auch ein Anime-Kurzfilm. Das Ganze heißt One Sunny Day und wurde auf X veröffentlicht. Wie gesagt, die Quelle ist natürlich unten in der Beschreibung und wir schauen uns jetzt erstmal ganz kurz die Tools an. Die will ich kurz mit euch durchgehen. Und zwar Art und Animation ist er selber gewesen. Midjourney ist ein Bildgenerierungstool. Das heißt, mit Midjourney kann man Grafiken und Bilder erstellen lassen, basierend auf Eingaben. Das heißt, er gibt an, das soll so und so aussehen und dann kann man daraus weitere Bilder erstellen. Das Besondere an Midjourney, ich bin mir nicht sicher, ob er das verwendet hat, das steht hier leider nicht dabei, aber ich bin mir relativ sicher, dass er das verwendet hat. Man kann konsistente Charaktere erzeugen. Konsistente Charaktere werdet ihr gleich sehen. Ich kann ja nicht auf einmal den Hauptcharakter mit 2,10 Meter und dunkelbraunen Haaren, kurz und so weiter machen. Und am Ende habe ich dann als nächsten Hauptcharakter ein Anime-Mädchen mit 1,60 Meter und langen weißen Haaren. Ja, das ist das, was hier gleich dabei ist. Deswegen braucht man konsistente Charaktere. Und das ist gar nicht so einfach umzusetzen, weswegen da auch sehr, sehr viel Arbeit reinfließt, oftmals, wenn man solche Bilder generiert. Und das nächste ist, er hat Luma Ray 2 verwendet. Von denen habe ich den Post auch tatsächlich, den folge ich auf X und habe dann eine Benachrichtigung bekommen. Das ist die KI, die im Endeffekt das Video erstellt hat. Und Luma könnt ihr euch im Endeffekt so vorstellen, wie auch Sora zum Beispiel, wobei die Videos teilweise sehr, sehr gut aussehen, teilweise überhaupt nicht gut aussehen. Ich bin von denen, die sie hier gezeigt haben, natürlich ziemlich beeindruckt und war ich auch damals, als es rausgekommen ist. Das Ding ist, dass natürlich hier immer sehr, sehr viel Arbeit reinfließt und nicht all das gezeigt wird, was es eigentlich braucht. Entschuldigung übrigens für die Spinne gerade eben, da war auch gerade eine Schlange, hat mich schon gejumpscared. Man kann hier, und das wird wahrscheinlich die Technik sein, die er hier verwendet hat, Bilder in Videos umwandeln. Das bedeutet, man hat ein Eingabebild, beispielsweise von Midjourney generiert und sagt dann, was gemacht werden soll. Das kann man hier zum Beispiel recht gut erkennen. Hier wurde dann zum Beispiel ein Bild, dieses Bild hier, reingegeben, das ihr hier unten seht und anschließend gesagt, die schauen sich einander an und küssen sich dann. Und genau das hat dann eben natürlich die KI daraus gemacht. Man kann das Ganze auch textbasiert machen und man kann auch den Stil angeben, die KI nachmachen soll. Und besonders beworben wird hier die natürliche Bewegung. Und das schauen wir uns auch gleich im Detail an. Das Schwierige ist nämlich hierbei, wenn man eine Bewegung hat, muss die ja menschlich aussehen. Und wenn man eine Bewegung hat, muss die ja auch in sich konsistent sein. Das heißt, mein Arm darf nicht auf einmal so sein und dann so sein. Und ich darf nicht irgendwie plötzlich neue Arme spawnen oder neue Beine spawnen. Das ist gar nicht so einfach. Und wir haben das ja schon gemeinsam bei Sora getestet im Stream, im letzten. Das war nicht gerade eine Stärke von Sora. Da ist immer irgendwas noch dazugekommen. Die scheint ja also auch das Video erstellt das Video erstellt zu haben. Und anschließend Vidu 2.0. Auch Vidu ist eine eine videogenerierende KI, wo ich auswählen kann, ich habe eine Referenz, also einen Text zum Beispiel, und möchte daraus ein Video erstellen. Eine Sekunde. Ich packe mich mal lieber auf die linke Seite für diese Seite hier. Ich kann ein Bild eingeben und kann sagen, mach daraus mal ein Video. Und ich kann einen Text eingeben und ein Bild eingeben und sagen, mach daraus mal ein Video. Und das ist hier mit Vidu passiert. Soll sehr, sehr schnell gehen, soll vor allem verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das sind alles diese zweite Generation Video-KIs, die wir natürlich uns noch nicht genau angeguckt haben. Weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, wart ihr nicht so super interessiert, sag ich mal, aber wenn sich das ändert, sagt mir gerne Bescheid. So, dann haben wir Artlist und Suno als Musik und auch Suno zum Beispiel kenne ich ja relativ gut, habe ich sogar ein Jahresabo tatsächlich. Suno ist ein Tool, mit dem man Musik erstellen kann.
mit KI. Das heißt, ich beschreibe einfach, was ich da gerne hätte. Beispielsweise Soundtrack. Wenn nicht gesungen wird, lässt sich das fast nicht mehr unterscheiden, bin ich zumindest der Meinung. Und ich habe ja auch schon selber irgendwie 4 Alben oder sowas auf Spotify rausgebracht und euch dann auch ein Video dazu gemacht und gezeigt, wie das funktioniert. Soundeffekte, 11 Labs. 11 Labs ist tatsächlich die KI, die ich immer verwende, wenn ich den Podcast, diesen True Crime Podcast generiere und euch dann neue Episoden zur Verfügung stelle. Damit teste ich auch vieles aus. Habe ich gerade erst tatsächlich eine neue Version heute gemacht, beziehungsweise die läuft gerade sogar noch, die berechnet gerade, weil ich da eigentlich was mit OpenAIs machen wollte, OpenAIs KIs, aber das hat gar nicht funktioniert. Damit kann man aber tatsächlich auch Soundeffekte machen. Und diese Soundeffekte hat er scheinbar in diesem Shortfilm hier verwendet. Plus Editing, CapCut. CapCut kennt ihr vielleicht vom Kurzvideos editieren. Das nutzen sehr viele, um mit dem Handy quasi TikToks zu editieren, kann man aber auch auf PC installieren oder sogar über Web verwenden und damit die Dinge dann editieren. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten, kann man nicht anders sagen, Tech-Stack, um einen Anime-Kurzfilm zu generieren. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Yuta. Yoroshiku ne. Okay, ganz kurz bis hierher. Wir sind jetzt bei ungefähr Sekunde 40. Mir sind schon ein paar Dinge aufgefallen, die ihr vielleicht auch gesehen habt. Und zwar, ich mache mal kurz Ton aus, der ist jetzt gerade nicht so relevant. Wir haben hier einen relativ konsistenten Stil. Wir haben diese Katze und das Anime-Mädchen, die sind quasi im selben Stil. Und hier an dieser Stelle gehen die Lippen ein bisschen länger in Bewegung rein, als sie eigentlich spricht. Eine Sekunde. Yoroshiku ne. Genau. Sie bewegen sich so 2-mal zu viel auf und zu, aber ansonsten merkt man da rein gar nichts daran. Und gleichzeitig hier überall, die Hände bleiben korrekt, die Animationen sind korrekt. Hier sieht man ein bisschen die Blätter, wie sie sich bewegen, dass die Blätter nicht ganz korrekt sind. Aber auch gerade was Komisches. Hier grundsätzlich aber auch alles soweit in sich stimmig. Und vor allem sehen wir hier genau diese in sich konsistenten Charaktere, die ich meinte. Dass die Katze immer gleich aussieht, dass das Mädchen immer gleich aussieht. Das ist gar nicht so einfach. In verschiedenen Situationen auch. Hier jetzt im Draußen, da läuft sie irgendwo hin. Das ist wirklich, wirklich nicht so einfach hinzubekommen. Sieht wirklich gut aus. Bin ich richtig beeindruckt. Auch diese Bewegungen von den Haaren sind ja super realistisch. In einem anderen Outfit auch wieder hier. Die Finger, die Blumen. Ich nehme an, dass der Effekt hier drüber editiert ist. Und die Musik übrigens auch, ne? Das merkt man immer so auf einem Ohr nur. Der Stil an sich ist auch sehr konsistent. Also da wird immer direkt der richtige Stil verwendet. Katze bewegt sich. Katze hat... Was war das? Moment. Da müssen wir nochmal kurz hingehen. Die Katze, achtet mal auf die Füße hier. Da war gerade der Fuß ein bisschen am wonky. Hier, da, achtet darauf, der Fuß ist hier, das ist der andere Fuß, das ist ein Fuß und das ist ein Fuß. Und plopp ist der Fuß gespawnt. Das sieht man noch ein kleines bisschen. Aber grundsätzlich, die Bewegungen sind sehr, sehr gut. Ne, bedenkt, das wird nie wieder so schlecht sein, wie es jetzt gerade ist. Hier sind auch wieder, die Füße sind ein bisschen schwierig von der Katze. Also unsere Katzen laufen nicht so. Die morphen ein kleines bisschen. Da hat man jetzt auch gerade ein bisschen Morphing gesehen. Da sieht man ein kleines bisschen vom Stil her auch das Ganze. Die Haare sehen auch so gut aus, tatsächlich. Richtig beeindruckend. Oh Gott, aber ich will mal kurz darauf hinweisen, weil diese Diskussion auf jeden Fall in den Kommentaren entbrennen wird, ob man mit so einem Kurzfilm irgendwie den menschlichen Künstler umgeht, werde ich gleich am Ende noch mal was dazu sagen. Ja, lass uns mal angucken. No.
Die Beine wieder ein bisschen. Richtig gut, dieser Schwanz wieder animiert, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Richtig beeindruckend. Der Wind, die Gräser, die Animation von der Katze, das ist einfach krass. Wenn ich nicht drauf achten würde und es nicht wüsste, würde es mir ehrlich gesagt nicht auffallen. Krass. Hier steht es auch nochmal drin. Er hat die Keyframe-Images mit Midjourney gemacht. Ah, Soundeffects auch YouTube verwendet, okay. Video 2.0 und Luma. Hart. Also von einer technischen Perspektive müssen wir uns das Ganze einmal ganz kurz vor Augen rufen. Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich es euch im Vorfeld nicht erzählt, ihr hättet es wahrscheinlich nicht gemerkt. Ihr hättet es gemerkt, weil ich drauf reacte und nicht irgendjemand anders. Und das ist jetzt das, was ein Profi damit machen kann. Der kann was. Also ich meine, der arbeitet in dem Bereich. Dementsprechend kann er auch mit solchen Tools umgehen, kann dann auch nochmal seinen Feinschliff drüber setzen. Die große Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele stellen, wo ist der Mensch dabei und darf sowas existieren? Ich würde ganz klar sagen, ja, weil ansonsten hätte er uns diese Geschichte niemals erzählen können. Und wer jetzt sagt, dass er nichts dabei verspürt hat, der hat wahrscheinlich keine Katze zu Hause. Das ist krass. Ja. Was hoffentlich so ein bisschen diesen krassen Überdruck in der Branche rausnimmt, wobei ich ein bisschen Angst habe, dass es dadurch einfach nur noch mal viel, viel mehr wird, was produziert wird und dann am Ende die Leute trotzdem nicht mehr Entlastung bekommen. Aber man sieht, was hier jemand damit machen kann, der es wirklich drauf hat. Ich will noch mal ganz kurz mit euch in eine Sache reinspringen, und zwar hier hinten. Hier. Viele Anime sind ja tatsächlich so, dass der Hintergrund relativ still ist, während sich der Vordergrund ein bisschen bewegt. Und also wir hatten es ja schon von diesen konsistenten Charakteren und hier wird auch sehr, sehr viel damit gearbeitet, dass der Hintergrund sich nicht bewegt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass hier einzelne Bilder sozusagen generiert wurden, die der Hintergrund sind. Und dann hat er einfach nur sie im Vordergrund generiert und dann draufgesetzt, sozusagen gekeyframed.
Ich bin mir nicht sicher, ob das ist, wie es passiert ist, aber ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch in verschiedenen Lebenssituationen. Das finde ich halt so krass beeindruckend. Das ist ja nicht ein Bild von diesem Mädchen und dieser Katze gewesen. Das ist ja in den verschiedensten Situationen von demselben Mädchen, von derselben Katze. Das wäre mir nicht aufgefallen, wie gesagt. Und auch die Hintergrundmusik war gut gewählt. Das ist halt genau das. Wenn man jetzt das alles insgesamt von der KI machen lässt, dann klar, dass da nichts Vernünftiges bei rauskommt. Aber wenn man hier wirklich einen Profi dran setzt, der das Ganze auch kann und den damit arbeiten lässt, dann sieht man, wo das Ganze hingehen kann. Also ich meine, das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja, ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt und was eure Meinung dazu ist, aber ich wollte das auf jeden Fall mal nicht ungeteilt lassen, wo wir jetzt gerade mittlerweile sind. Das ist die zweite oder dritte Generation von KIs, die Videos generieren, basierend auf Bildern und auf Text. Und ich glaube, wenn wir dem noch ein oder zwei Generationen geben, dann ist es wie bei Bildern, dass man es kaum mehr unterscheiden kann. Mittlerweile sind die ja sogar Open Source verfügbar. Das kann jeder bei sich einfach zu Hause auf dem Rechner machen, wenn er einen stark genug Rechner hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ein Jahr dauern wird, bis das in großen Videobearbeitungssoftwares wie beispielsweise DaVinci, mit dem wir immer arbeiten, CapCut, mit dem er gearbeitet hat, oder auch Adobe Premiere, nicht drin ist. Das wird dieses Jahr noch kommen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und dann kann man sich entweder bei Adobe oder bei den Servern von den jeweiligen Anbietern die Credits kaufen und es dann dort benutzen, oder man kann es einfach lokal bei sich auf dem Rechner generieren lassen. Und da steckt unfassbare, nicht nur Potenzial drin, sondern natürlich auch, ja, Wert drin, also monetär gesehen Wert drin, weil wenn ich Anime oder generell Musik und Videos günstiger generieren kann oder erstellen kann, dann wird das auf jeden Fall kommen. Ich habe ein bisschen Sorge, was YouTube angeht, bin ich ehrlich, aber das reden wir wann anders drüber. Cool, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.